Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. So, guten Morgen zusammen. Ich möchte heute mal wieder so ein 3-Karten-Reading machen. Es gibt uns immer ziemlich genaue Angaben. Da gehen wir in der ersten Position davon aus, was ist jetzt. Was ist zu tun und wo kommen wir dann raus? Ja, wunderbar. Unterm Deck, was haben wir da? Die Geduld, unser aller Lieblingskarte. Und wir ergänzen es mit einer Karte aus dem Lenormand. Wie interessant, guckt mal, unten haben wir uns selber. Also es ist ein Prozess, der uns betrifft, wo wir für uns Antworten finden. Wir haben hier irgendwo einen Kampf, ne? Ein Kampf, ein Nicht-Klar-Sehen, einen Sumpf irgendwo auch, über den wir vielleicht gerade nicht drüber blicken können und das Gefühl, hier im Morast auch unterzugehen. Im Prinzip ist die Karte aber auch eine Karte, die ganz gut erklärt, ne? Wenn der Kranich jetzt hier strampelt, wo er schon im Sumpf steht, würde er noch mehr in Morast versinken. Und wenn er wartet, bis sich die Nebel lichten und klar sieht, dann kann er voranschreiten und sich den Weg bahnen. Das ist ein Gefühl, das bringt Unsicherheit mit, ne? Man sieht den Weg nicht, man denkt, man ist irgendwo im Morast und kommt nicht mehr raus. Und dann kommen wir hier zum Ausgangspunkt und das ist eine ziemlich tolle Aussage, denn die Karte sagt, wir sind gut so, wie wir sind richtig so, wie wir sind, was auch immer passiert ist. Wir dürfen akzeptieren, dass wir gut genug sind für alles, dass wir wertvoll sind. Und es passt auch wieder sehr gut, denn die Geduldskarte, die fordert ja auch auf, ne? Warte mal, bis sich das geklärt hat. Und die Hüter des Landeskarte sagt, knipse mal ein Weilchen das Außen aus. Guck dir nicht an, welche Urteile und Erwartungen auf dich einprasseln. Wir haben ein eigenes Energiefeld, das hier geschützt ist. Und die Karte kommt auch, wenn es Zeit dafür ist, sich selbst zu schützen, die Energie bei sich zu behalten. Und die sagt auch, wir sind selber für unser Wohlergehen verantwortlich, trotz diesem Schutz oder diesem Schutzschild. Und wir dürfen Zeit mit Menschen verbringen, die uns anheben. Hier haben wir die Familienkarte mit dabei, ne? Das, was uns trägt, das, was uns gibt, das, was uns Harmonie bringt. Vielleicht auch ein Thema unserer Wurzeln. Wer hat schon die Erziehung genossen, dass er gelernt hat, er ist toll? Ich glaube, die wenigsten von uns. Und oft sind es dann die Leute, die ganz toll sich präsentieren, die das kleinste Ego, das größte Ego haben, ne? Also es ist eine schwierige Sache. So, hier geht es darum, dass man erleben darf, sich in höhere Sphären zu schwingen und dass man nicht das Gefühl hat, man steht hier alleine rum und geht unter. Dieses hier im Nebel stehen bringt natürlich auch diesen Faktor mit von Wartezeit. Und in dieser Zeit ist man sehr auf sich bedacht oder man guckt, dass man irgendwie gut aus etwas rauskommt und die Verbindung wird einfach wieder besser, das Angebundensein. Die Intuition tickt hoch.
Man sieht sich selbst so als Suchender. Und die Eule, die sieht ja ziemlich gut, ne? Die hier ist. Und die sagt uns, diese Fähigkeiten hast du auch. Selbst wenn undurchsichtige Zustände sind, bringt die Eule die Kraft mit, die Umstände zu erkennen. Und hier ist ganz viel tiefgreifende Erfahrung, Erleuchtung. Das Vertrauen kommt zurück. Und man kann hier alle Standpunkte irgendwie betrachten, ne? Auch da, wo Verletzungen sind oder wo mal jemand was gemacht hat, wo wir nicht verstanden haben. Das kann eine große Verletzung sein. Das kann sein, dass jemand einfach sich aus dem Staub gemacht hat. Hier kommt man sehr gut über die Grenze seines eigenen Bewusstseins. Und man darf Ausschau halten, ne, auf diesen Beobachtungsposten. Ja, dann bringt uns das Schicksal an eine Position, die wir auch verdient haben. Denn hier ist Wachstum, hier ist die Sommerzeit angezeigt. Da sind Belohnungen. Da hat man wieder das Gefühl, man kann in Aktion treten, wo man vorher stehen geblieben ist. Denn die Sommerkarte sagt hier tatsächlich, dass wir nichts zurückhalten sollen von uns, dass wir nichts unterdrücken sollen von uns, dass wir mit Freude und Begeisterung zur Tat schreiten. Also wir kriegen es nicht geschenkt, aber wenn wir uns darum bemühen, haben wir hier eine reiche Ernte. Und man hat auch eine Menge Tageslicht im Sommer, also Energie und Durchblick. Man darf hier mit Hingabe arbeiten, seine eigenen Sachen umsetzen und später die Ernte einfahren, denn die Anstrengung, die man hier unternommen hat und inklusive der Wartezeit, die wird mit Früchten belohnt, die wir für unsere Arbeit verdient haben. Spannend. Wir nehmen noch eine Pflanze dazu. Dann würde ich sagen, wir lassen das so stehen. Hier ist der Ahorn. Lausche der Stimme der Natur. Alles schwingt und tönt in Harmonie. Atme diese Energie tief ein und spüre den Einklang. Also hier kommt man auch tatsächlich wieder sehr viel besser voran und bei sich selbst an. Und hier haben wir mit der Brennnessel noch die Reinigung, ne? Hier werden Sachen ausgeschwemmt, Belastendes geht weg, die Energie kann wieder frei fließen. Und ja, die Karte sagt sehr schön, Kümmernisse fliegen davon. Wunderbar, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.